So, ich bin jetzt ein ganzes Stück von Arrowtown. Das ist wie so eine Vorstadt von Queenstown. Mit dem Bus nach Queenstown. Dann von Queenstown nach Glenorchy und von Glenorchy nach Greenstone. Bei Greenstone, das ist kein Dorf oder so, das ist einfach nur ein Bauernhof hier. Und hier geht der Trail dann wieder los. Und in Queenstown endet er eigentlich. Also das ist in Kilometern ein riesen Umweg um diesen Queenstown-See. Ich weiß nicht, es sind, ich glaube jetzt schon Arrowtown bis Queenstown bestimmt 100 Kilometer mit dem Bus gewesen. Oder insgesamt bin ich mit 3 oder 4 gefahren. So, aber jetzt sind wir wieder auf dem Trail bei 2712. Also ist nicht mehr so weit. Greenstone hat. Das ist unser nächstes Ziel und man merkt schon extrem, dass das hier der Greenstone Track, dass das ein, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Great Walk ist, die größten Hiking Trails in Neuseeland, aber ist auf jeden Fall ein großer, weil man merkt, dass der Weg ist breit, da ist eine kleine Lunke im Boden, dann hast du sofort Holzbretter drüber und alles. Also sehr angenehm damit zu starten jetzt, also, aber das hat halt mit Tramping überhaupt nichts zu tun, aber ist sehr angenehm.
meine Snacks sind mittlerweile eine Nussmischung, Walnüsse, Erdnüsse, Cashews, Paranüsse und kriegt man so fertig gekauft und ein bisschen Schokolade und ein paar Gummibären, weil ja, zwischendurch Pause machen, ein paar Snacks reinhauen, weitermachen, also das ist so. Deswegen, viele haben auch Schokoriegel, aber irgendwie, also hier Müsli-Riegel, aber das ist nicht meins. Also da gibt's kein richtig und falsch, also muss man ausprobieren, was einem am besten liegt. Jetzt habe ich auch wieder richtig Glück mit dem Wetter. Jetzt klart es auf. Unglaublich. Also hier sind ein paar Wolken über mir. Eigentlich soll es ab 5 Uhr jetzt regnen. Jetzt ist ungefähr um 1 und jetzt sind hier nur noch ein paar Quellwolken. So cool. Ja, deswegen Neuseeland-Wetterbericht. Das ist wie Würfeln. Du weißt ja nie, was bei rumkommt. Also geil. Also ich muss sagen, das Pech, was ich an der Nordinsel habe, habe ich auf der Südinsel Glück. Oh, also die ganze Nacht hat es jetzt durchgeregnet. Mega Glück gehabt, dass ich noch zur Hut gekommen bin. Das ist Wahnsinn, das merkt man schon an den Flüssen. Gestern überhaupt kein Problem, über die Steine ein bisschen rüber gesprungen. Jetzt sind die schon fast knietief hoch an manchen Stellen. Und ja, man muss halt durchs Wasser laufen jetzt. Aber das ist krass. Das ist das, wovor die Leute einen immer warnen. Eine Nacht Regen. Und das verändert sich so stark, sondern es sind halt kleine Bäche hier, kleine Streams. So, wenn man richtig große Flüsse hat, die sind ja nicht mehr überquerbar, ne? Also das ist schon, ja, irgendwo cool, macht schon Spaß. So, das ist das heutige River Crossing.
gleich am Morgen. Und oh, ich bin echt froh, es schaut echt gut aus. Also, denn rüber über den Fluss. Ja, das war in Ordnung. Also ich würde mal sagen, tiefsten Punkt irgendwo war das bis zum Knie. Da haben wir schon andere River Crossings gehabt. Was für ein Tag. Also heute bin ich fast nur auf Gravel Road gelaufen. Also Schotterstraße. Und viel passiert ist halt auch nicht. Eigentlich fast nur durch Farmland. Und boah, da läuft man sich echt die Füße platt. Jetzt komme ich glaube 6 Kilometer noch bis zur nächsten Hut. Ich hoffe mal, dass die nächsten Tage dann wieder ein bisschen anders werden. Aber gut, es geht sich jetzt langsam dem Ende zu. Also die Highlights sind jetzt, denke ich, vorbei. Ich bin mir nicht sicher, aber ja, ich bin gespannt, was noch so kommt. Ich hoffe nicht nur noch Straße und Gravel Road. Aber wir werden es sehen. So, jetzt bin ich wieder im Waldabschnitt. Das ist so Wahnsinn. Es ist total still. Totale Stille. Ein paar Vögel. Ja, morgens jetzt war es schon echt kalt. Über die Nacht auch. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, werde ich wahrscheinlich in 8 bis 9 Tagen in Bluff sein. Also, das ist so verrückt. Ich weiß, ich habe jetzt gar nicht mehr gezählt, wie viele Tage, aber es sind über 100 mittlerweile. Weit über 100. Aber am Ende werde ich das nochmal zusammenrechnen, wie viele Tage ich dann wirklich gebraucht habe. Aber ja, jetzt so langsam spürt man das, dass die Reise zu Ende geht. Und ich würde es definitiv nochmal machen. Also es war definitiv die richtige Entscheidung. Aber ja, mal sehen, wie es die nächsten Tage so wird. Denn ich glaube, dann realisiert man das dann nochmal richtig, dass es jetzt wirklich zu Ende geht. Fast ein halbes Jahr. Das ist echt verrücktes, ein echt verrücktes Gefühl.
Jetzt geht's wieder Hügel hoch. Zum Glück im Wald, Luftfeuchtigkeit extrem hoch. Es ist warm. Morgens ist es extrem kalt. Also nach dem Aufstehen. Aber so zum Wandern es macht richtig Spaß. Also gut, und man hat ja jetzt auch einen gewissen Trainingsstatus. Also Stand, das macht so einen Spaß, das ist unglaublich. Also schön durch den Wald, gute Luft, hier ist einfach, man hört nichts. Es ist einfach nur ein paar Vögel, ansonsten ist hier Stille, das ist so cool. Ich habe jetzt hier Mittagspause gemacht und ja, es ist echt brutal. Wenn man natürlich dann erstmal 500 Meter den Hügel hoch, total durchgeschwitzt und dann hier oben, jetzt sind wir bei 1020 oder was, also gar nicht mal so hoch, aber ja, dadurch, dass man durchgeschwitzt ist, hier keine Bäume mehr sind, boah, da friert man schon recht schnell. Da ist wieder Pullover an, Jacke an, Mütze auf, also so, und dann, keine Ahnung, wahrscheinlich 400 Meter weiter, wieder im Wald, dann geht's wieder runter, dann sieht die ganzen Klamotten wieder aus